Ja, moin zusammen, hallöle. Heute habe ich hier für euch, beziehungsweise heute habe ich bekommen, ein Päckchen. Und das heißt natürlich wieder mal ein Unboxing-Video. Und jetzt fällt natürlich einer von den Traktoren rum. Ja, warten wir mal kurz. So, jetzt ist er weg. Also, ich habe ein neues Paket bekommen. Machen wir jetzt mal auf. Und da drin ist das letzte, was mir noch fehlt. Habe ich vorbestellt, hat ewig gedauert. Ja. Kam sogar noch nach Krypta des finsteren Schreckens. Nee, der ewigen Finsternis. Und zwar, was ihr sehen könnt, Hero Quest, der eisige Schrecken, Abenteuerpaket. So, und was machen wir damit? Natürlich Unboxing. Dann sehen wir uns am Unboxing-Tisch. Unboxing-Tisch, ihr wisst, was ich meine. Bis gleich. So, ihr Lieben, da sind wir. Und ja, da ist die Box. Ich finde sie sehr, sehr cool. Auch hier mit dem Eistypen. Finde ich sehr, sehr schön. Übliche. Na, hinten hier die Geschichte. Kurz, was alles drin ist. Auch wieder eine Menge Figuren und ein neuer Held. Und Söldner sogar. 12 Stück. Ja. Neue Türen. Und ja, einige Eisviechers. So, schauen wir doch mal rein. Ja, wenn wir es aufkriegen. Hahaha, die ist zugeklebt. Yay. So, was uns mal. Macht jetzt Sinn, ne? Ich hatte schon gewundert, dass sie sowieso nicht eingeschweißt war. Das fand ich doch ein bisschen irritierend. Der lässt sich aber auch gut lösen, der Krams. Oh, der hat 4 Stück, ehrlich. Haben sie ein bisschen übertrieben hier. 4 Stück, wie es scheint, von diesen Sachen. Ja, also ich werde auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich ja alles. Da werden jetzt natürlich einige an Bemalvideos kommen. Das nächste wird auf jeden Fall der Drache aus der ewigen Finsternisbox. So, jetzt können wir aufmachen. Genau. So, sagt mir mal, welche Box ich dann als nächstes bemalen soll. Wie gesagt, ewige Finsternis habe ich schon bemalt. Da muss ich das Video nur fertig machen. Aber ich bin ein bisschen erkältet, wie ihr vielleicht hört. Und lag die Tage flach. Ja, hier haben wir einmal wieder die Companion-App. Da wollte ich auch mal irgendwie mal schauen, wenn ich irgendwann Platz habe, dass ich mal nur mit der App alleine spiele und das aufnehme und euch zeige. Ja, hier haben wir wieder sehr schön. Hier ist ein Raum, ein neuer. Irgendwie sieht das aus wie ein Fluss oder so. Ein paar Totenschädel, ein paar Marker zum Zumachen, ein paar Löcher. Und auf der anderen Seite auch noch mal ein bisschen. Hier nochmal ein anderer Raum. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Ach, hier ist auch noch ein Raum. Guck mal einer, schau. Ja, also das Übliche, ne? Wieder wertig, wieder stabil, wie man es kennt. Dann haben wir hier auch noch mal, das sieht aus wie der Thronsaal irgendwie, von irgendwas. Und hier haben wir auch wieder ein paar. Oh, wie süß! Guck mal. Wartet. Geht, glaube ich, so besser. Schaut mal, da sind so Bären und Yetis drauf irgendwie. Das sieht ja witzig aus. Sehr, sehr cool. Jo. Und noch einmal Pappe. Entschuldigung. Nochmal 2 Räume. Und nochmal 2 Räume. Das hier sieht aus wie irgendwelche Eisgeister oder so. Uha. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Eisige Schrecken. Buch der Herausforderung. Oha. Guck mal hier. Erstmal ganz viele Seiten mit Beschreibungen, wie, wo, was, wofür. Sehr, sehr cool. Also da kann man dann später auch schön vernünftige Abenteuer mitbauen, glaube ich. Also vor allem, wenn man so wie ich jetzt wirklich, ich habe jetzt alles, wie gesagt, also schreibt mir einfach, was ich als nächstes bemalen sollte. Wo ihr Bock drauf habt, schreibt das einfach unten in die Kommentare. Ich schaue hier nur mal kurz durch, damit ich euch nicht spoiler, was wir hier an Abenteuern insgesamt haben.
Insgesamt, ja, auch wieder 10. 10 Herausforderungen. Ne? Wie gesagt, ein bisschen dicker, weil da wahrscheinlich mehr beschrieben wird, wegen diesen ganzen Eisschadenssachen. Ja, dann haben wir hier sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die sind hier so, ja, durchsichtig, eisig. Ne? Die sehen aus wie Wickbonbons, sag ich mal. Sehr, sehr cool. Hier 2 blaue zum Laufen. Auch nicht schlecht, wie ich finde. Und dann hier, ich glaube, das ist ein neuer Held. Ja, stimmt, das ist die Barbarin, glaube ich. Auch auf jeden Fall sehr, sehr nett. No? Wie immer aus diesem üblichen gummimäßigen Kram. Was ich aber gar nicht so schlimm finde hier bei Hero Quest, wenn man überlegt, dass man hier die immer reinstopfen muss. Hier sind die 12 Söldner. Den kriege ich jetzt hier nicht raus. Toll. Den kriege ich raus. Ja, in Grau. Das hier sind die Söldner. Schwert, Schild, ein bisschen Rüstung. Auch sehr, sehr cool gemacht. Auch die Gesichter sind sehr schön. Gibt auch wieder Männlein und Weiblein. Das hier war jetzt ein Weiblein. Dann haben wir hier noch... haben wir hier noch ein Männchen. Ein Männchen. Mit einem fetten Zweihandschwert. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Kann man garantiert auch nehmen, wenn man irgendwie eigene Charaktere baut. Dass man sagt, hier, ich bin so ein, weiß nicht, Abenteurer. Hier haben wir dann noch... Boah, die sind wieder super fest drin hier. Hier haben wir noch einen Bogenschützen. Armbrustschützen. Nicht Bogen. Armbrustschützen. Auch sehr, sehr cool. Da haben wir 3 Stück von. Und noch einen, also beziehungsweise 3 Hellebardenträgerinnen. Sind das alles? Ja, sind alles Frauen. Aber auch Söldner. Sehr, sehr cool. Mann. Ja, und er hier, ne? Boah, der ist gut schwer. Ja. Eisdämon, Yeti, Ding, keine Ahnung. Der wird auf jeden Fall cool zu bemalen. Das sage ich euch jetzt schon. Der ist fast so groß wie die von den Ogerkönigen. War auch nur fast tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, der ist ein bisschen kleiner. Ja, dann haben wir hier noch die Karten. Im Gegensatz zur ewigen Finsternisbox. Wie gesagt, was mich ja nicht stört, aber ich es trotzdem blöd fand. Haben wir hier Schreckenszauber. Wieder alle im üblichen Stil. So wie man es kennt. Ganz viele Schätze, Zauber, bla bla bla. Und hier ist, genau, das ist die Barbarin, die jetzt hier mit drin ist. Dann hat man hier noch einen Armbrustschützen. Du bist die Barbarin, die größte Kriegerin von allen, aber hüte dich vor der Magie, denn dein Schwert kann dich vor ihr nicht schützen. Ja, und das hier sind die Söldnerinnen, Armbrustschütze, Hellebardist, Schwertkämpfer, Speerin. Speerin mit Schild und Schwert. Ganz ehrlich, ich hätte ihr die Armbrustschützen Speer gemacht, aber egal. Ein Eisbär, ein Yeti, ein Eiskobold und der eisige Schrecken ist er hier. Der große. Logischerweise. So, aber das heißt ja, hier fehlen noch ein paar Minis. Also. Sehr, sehr cool. Oha, guck mal. Von rausgefallen. Der sieht auch geil aus, so Eisbär-mäßig. Sehr, sehr geil. Muss ich sagen. Da freue ich mich auch, die anzumalen. Hm. Weiß nicht, ob ihr das hier so ein bisschen besser seht. Sehr, sehr cool. Davon haben wir tatsächlich 2. Dann haben wir 2 solcher Yetis. Yeti. No, nichts Besonderes halt, nur ein bisschen Fellhörner. Den einzigen Schrecken hatten wir schon. Genau, hier sind noch 3 Eiskobolde. Ja. Die kann man auch gut gebrauchen für irgendwie zig Sachen. Gibt definitiv schlechtere Modelle. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Haben sie sich Abaddon Hill hier wieder mal schön ordentlich gemacht. Ja, 2 Türen noch. Wofür auch immer die sind. Sieht man dann im Spiel. Auch wieder auf Plastilitsch. Und hier ist die zweite, die sieht so ein bisschen aus wie die Weihnachtstür. Jingle Bell, Jingle Bell. Ja. Und ein riesiger Block Persönlichkeitspässe. Ja.
Diesmal tatsächlich in Blau, also auch passend. Finde ich auch nicht schlecht, finde ich gut. Solche kleinen Gimmicks, es ist ja egal, ne? Solange dasselbe draufsteht, ist ja alles gut. Ja, also da freue ich mich schon drauf, mich um diese Box zu kümmern. Wie gesagt, lasst es mich gerne wissen, wenn ihr Wünsche habt, was ich als erstes bemalen soll, möchte, tue. Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Da würde ich mich super drüber freuen. Und ja, das wird dann auch gemacht, natürlich. Wie gesagt, die ewige Finsternis der Drache wird jetzt bemalt, oder beziehungsweise der ist schon bemalt. Und da gibt es dann auch wieder ein schönes Bemalvideo, dann vielleicht sogar 2, weil ich noch was ausprobieren möchte. Und ja, wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, welche Box möchtet ihr, dass ich als nächstes von Hero Quest bemale. Wo hättet ihr Bock drauf? Und ja, dann wird das gemacht. Wenn ihr das möchtet. Wenn das Video hier gut geguckt wird, auf jeden Fall. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Sonntag ist Livestream, falls ich nicht komplett flach liege. Und da sehen wir uns hoffentlich. Bis dahin, bye bye.